Nun bin ich aber in Hannover verbunden mit Dr. Anke Schröder. Im Einspieler haben wir eben sehen oder hören können, sie ist Architektursoziologin, eine Kombination von zwei Disziplinen, die wir nicht so ganz häufig haben und die einem vielleicht nicht so ganz schnell von den Lippen geht. Und dann arbeitet sie auch noch beim Landeskriminalamt, also bei der Polizei. Wie geht das alles? Da kommen wir noch drauf. Aber erstmal, Anke, guten Tag. Wir müssen mal überhaupt unsere Verbindung testen, ob wir dich sehen können und hören können. Hallo nach Kassel, könnt ihr mich sehen und hören? Ja, ich glaube schon. Also, okay. Hallo Anke. Das ist die übliche Verzögerung, auch wenn wir nur 190 Kilometer auseinander sind zwischen Hannover und Kassel. Aber das Ganze muss wahrscheinlich erst nach Singapur, dann zurück nach Vancouver und dann kommt es hier wieder an. Die übliche Verzögerung, damit müssen wir jetzt leben. Du hast eben selber ja auch diesen Einspieler gesehen. Zunächst meine Frage, was ist zu ergänzen, damit wir im Überblick noch mal ganz schnell und präzise eine Information vollständig haben. Was ist dieses Projekt Cutting Crime Impact? Das, was ich in der Vorstellung eben präsentiert habe, waren natürlich unsere Ansätze vom LKA Niedersachsen. Wir sind insgesamt ja 12 Partner in 7 Ländern zu 4 unterschiedlichen Themen. Das, was ich gehofft habe, was klar und deutlich wurde, ist, dass alle 12 Partner mit diesem Design Thinking Ansatz arbeiten. Also das bedeutet, dass beispielsweise das Thema Community Policing bei der Greater Manchester Police und der Stadtpolizei in Lissabon ausprobiert wird. Die machen das schon seit Jahren und haben festgestellt, sie sind nicht mehr so richtig aktuell. Sie erreichen die Leute nicht mehr so richtig. Das heißt, die überprüfen ihr bestehendes Konzept. Genauso ist es wie bei dem Konzept CPUDP, Crime Prevention Through Urban Design and Planning. Dort haben wir die Polizei in Estonia, die natürlich eine ganz andere Herangehensweise hat als der alte Hase Niederlande, die DSP Group, die ebenfalls in dem Themenfeld arbeitet. Auch die versuchen jetzt natürlich Estonia auf den Stand der Dinge zu bringen. Eben zu sagen, Estonia interessiert sich zwar, aber wo kann ich ansetzen, um diese Kriminalprävention im Städtebau zu verankern und systematisch zu verstetigen. Wir selber hier im LKA Niedersachsen haben eben den Bereich Predictive Policing. Ich sage das mal ganz einfach. Mein Kollege hat eben herausgefunden, dass der Informationsfluss, also raus aus den Datenmaterialien hin in den Einsatzwagen, nicht immer optimal läuft. Das kann optimiert werden. Am besten über eine gut funktionierende Maske auf den Tablets oder auf den Mobiltelefonen, sodass man dann gleich die Ergebnisse vor Ort abgreifen kann. Und manchmal gibt es da eben Schwierigkeiten, wie bei der Datenübertragung, unsere Verzögerung zeigt es ja jetzt zum Beispiel auch, dass man da versucht, diese einfachen Dinge ganz klar zu halten. Wie funktioniert zum Beispiel die Weitergabe von Informationen? Und im übergeordneten Thema, das wir auch noch behandeln, Feeling of Insecurity, heißt es eben, dass wir sozusagen sinnhafte und nutzbare Gedanken und Instrumente vermitteln. Nicht, dass man rein für die Schublade forscht, sondern dass man damit wirklich was anfangen kann. Danke, wenn ich da mal gerade unterbrechen darf, für die Schublade forschen. Wir haben ja im Moment in Corona-Zeiten die Situation, dass wir durchaus feststellen können, dass zumindest die Epidemiologen und so weiter viel mehr Gehör finden, als das früher der Fall war. Ist das deiner Einschätzung nach, wenn du mal eure Praxis in dem Projekt beleuchtest, so, dass du mehr Interesse verspürst der Praxis der Politik an diesen Forschungsergebnissen? Ja, das verspüre ich schon, weil wir eben so anwendungsorientiert sind. Weil wir Theorie und Praxis immer miteinander verknüpfen. Wir testen in Echtzeit. Wir haben sozusagen immer Fallstudien, Städte und Orte und konkrete Situationen, an denen wir Verbesserungen vorschlagen. Und das fördert natürlich auch das Verständnis füreinander. Und ein anderer, kommt mir in den Sinn, ein anderer Vorwurf oder eine andere Skepsis, die man immer wieder hören kann, ist, mein Gott, jetzt macht ihr da Riesenkonsortien auf, sogar noch europaweit. Macht das denn überhaupt Sinn, die unterschiedlichen Systeme miteinander zu vergleichen? Also wir müssen ja nur mal uns vorstellen, wie viel Polizei
Formen und Institutionen es in Italien gibt, kennen wir gar nicht in Deutschland. Eine kommunale Polizei, eine Finanzpolizei, all diese Dinge. Kann man wirklich voneinander lernen? Ist das wirklich übertragbar? Wie du es eben in dem einen Beispiel auch gesagt hast, dass in einem Staat etwas passiert, wo man im anderen sagt, ach, das ist ja interessant, so macht ihr das. Und dann könnten wir das auch überlegen. Ja, also groß denken und klein handeln, das ist Ja. eigentlich das, was wir tun. Und die lokalspezifische Situation steht immer im Fokus. Das macht es auch interessant, eben was umzusetzen. Aber wir kriegen die besten Ideen natürlich von Ländern, die schon viel weiter sind oder anderen Ländern, denen wir was geben können. Das heißt nicht, dass die das 1:1 übertragen. Das heißt aber, dass die sehen, was geht und dass die das auf ihren lokalen Kontext übertragen. Ich glaube, gerade in dem komplexen Feld Kriminalprävention, Städtebau, eigentlich im gesamten Bereich der Kriminalprävention ist es doch interessant zu sehen, was geht zum Beispiel in den Niederlanden, ja, wo haben wir in Deutschland bezüglich auf deren Struktur ethische oder auch datenschutzrechtliche Voraussetzungen, die vielleicht in anderen Ländern nicht so gegeben sind. Und das miteinander, was heißt vergleichen, anzugucken. Ja, warum geht es dort und warum geht es hier nicht? Aus gutem Grund. Aber Konzepte zu entwickeln, es vielleicht hierher übertragen zu können. Dann haben wir ja einige Dinge durchaus übersetzt ins Deutsche und man findet sie auf der Webseite des Projektes. Vielleicht magst du dazu auch noch kurz etwas sagen, was man dort alles finden kann. Denn diese Webseite ist schon eine besondere. Also Forschungsprojekte dieser Art werden ja finanziert und durchgeführt, weil man bestimmte Fragestellungen, Hypothesen erforschen will und das möglichst gut machen will. Aber das Verrückte ist, diese Webseite hat Designerpreise gewonnen, weil sie besonders schön gestaltet ist und offensichtlich von dem einen oder anderen Wissenschaftler und Praktikerin besonders gerne angeschaut wird. Also die Verpackung spielt wohl auch eine Rolle bei Projekten. Ja. Natürlich spielt die Verpackung, also eine gute Public Relation zu haben für tolle Ergebnisse, ist natürlich das A und O. Also diese Seite ist eben auch in Portugal entwickelt worden und es macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Ja, man hat Interesse und man lässt es nicht gleich wieder fallen. Also es sind nicht nur 500 Seiten beschriebener Text, sondern es ist alles spürbar und erlebbar. Das macht viel aus. Man findet auf der Seite verschiedene Factsheets in verschiedenen Sprachen, so auch in Deutsch, immer wieder zu diesen 4 unterschiedlichen Themen. Also was heißt das? Wie setzen wir das um? Und was bedeutet das auch für Europa? Wir arbeiten ja auch gerade mit dem European Security Model, das sich in erster Linie auf Terrorismus und schwere Kriminalität bezieht. Und wir versuchen das mit unseren Ergebnissen eben auch für die sogenannte Alltagskriminalität umzusetzen, weil wir meinen, dass das eigentlich das ist, was die Menschen immer betrifft und nicht nur zu ganz konkreten Anlässen. Und darüber versuchen wir natürlich, das schmackhaft zu machen mit einer schön gestalteten Website. Fein. Wir haben es 15:28. Wir kommen zum nächsten Programmpunkt. Herzlichen Dank, liebe Anke. Aber sag bitte zum Schluss nochmal, wie genau lautet die Seite, wenn ich mich da jetzt als Zuschauer, Zuschauerin informieren will? Man findet sie ganz einfach über cuttingcrimeimpact.eu. Wunderbar. Herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Hannover. Ich hoffe, bei euch regnet es auch nicht. Hier ist bestes Wetter. Ja, wunderbar. Danke. Und bis dann. Anke, ciao. Bis dann.